AHS, Unterstufe, Mittelschule, Oberstufe, Gymnasium. Habt ihr diese Begriffe schon einmal gehört? Vielleicht habt ihr jetzt schon erraten, worum es heute geht. Wir sprechen im heutigen Video wieder über die Schule bzw. das österreichische Schulsystem. In einem anderen Video haben wir euch bereits erklärt, was die Volksschule ist, also die erste Schulstufe in Österreich. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das jetzt gleich an. Aber wie geht es jetzt weiter nach der Volksschule? Eines können wir euch jetzt schon verraten: Je weiter wir im österreichischen Schulsystem voranschreiten, desto komplizierter wird es. Aber keine Angst, wir gehen alles Schritt für Schritt mit euch durch und erklären euch heute einmal die zweite Etappe nach der Volksschule. Ihr erfährt außerdem, was es eben mit AHS, Gymnasium, Mittelschule, Unter- oder Oberstufe auf sich hat. Also, bleibt dran, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Alle von euch, die schon das erste Video zum österreichischen Schulsystem gesehen haben, erinnern sich vielleicht an diese Grafik, die einen Überblick liefert. Im heutigen Video werden wir uns diese zweite Stufe anschauen, auch Sekundarstufe 1 genannt. Diese Stufe geht von der 5. bis zur 8. Schulstufe und die Schülerinnen und Schüler sind normalerweise zwischen 10 und 14 Jahre alt. Es ist auch in dieser Zeit, dass man aufhört von Kindern zu sprechen und jetzt anfängt, den Begriff Jugendliche zu verwenden. Um genau zu sein, gelten Personen bis 12 Jahre als Kinder und ab 13 Jahren als Erwachsene. Bis 18 bleibt man minderjährig und ab 18 ist man dann volljährig. In der Sekundarstufe 1 haben wir grundsätzlich zwei verschiedene Schultypen, für die sich die Schüler und Schülerinnen nach 4 Jahren Volksschule entscheiden können. Und zwar AHS und Mittelschule. AHS steht für Allgemein Bildende Höhere Schule. Und bei dem Schultypen AHS gibt es 2 Sekundarstufen, also Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Sekundarstufe 1 nennen wir auch Unterstufe und Sekundarstufe 2 nennen wir Oberstufe. Was genau die Sekundarstufe 2, also die Stufe nach der Sekundarstufe 1 bedeutet, das erfahrt ihr in unserem nächsten Video zu der Videoreihe Das österreichische Schulsystem. Aber was genau ist jetzt eigentlich die Mittelschule und AHS? Und worin liegt der Unterschied? Achtung, jetzt wird es ein wenig kompliziert. Beginnen wir mit der Mittelschule. Die Mittelschule dauert 4 Jahre und soll die Schülerinnen und Schüler vor allem auf den Übertritt in eine andere höhere Schule vorbereiten, aber auch auf einen Beruf vorbereiten. Das gilt dann natürlich für jene, die nicht auf eine höhere Schule gehen wollen. Und generell soll eine Mittelschule die Schülerinnen und Schüler individuell bestmöglich fördern. Es gibt spezielle Musikmittelschulen oder Sportmittelschulen, die also eine Spezialisierung haben. Daneben gibt es noch generell 4 Schwerpunktbereiche in Mittelschulen. Diese Schwerpunkte sind sprachlich, humanistisch, geisteswissenschaftlich, naturwissenschaftlich, mathematisch, ökonomisch, lebenskundlich und musikalisch, kreativ. Außerdem werden Schlagwörter wie Begabtenförderung, Differenzierung oder Individualisierung im Zusammenhang mit der Mittelschule genannt. Eine Besonderheit ist auch die Leistungsbeurteilung in der Mittelschule. Es gibt weiterhin die 5 Noten von 1 bis 5, also sehr gut, gut,
genügend, befriedigend und nicht genügend. Diese haben wir euch schon in unserem Video zur Volksschule erklärt. Aber ab der 6. Schulstufe wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und lebende Fremdsprache, also Englisch, zwischen 2 Leistungsniveau unterschieden. Man unterscheidet zwischen der Bewertung laut dem Leistungsniveau Standard AHS und Standard. Hier wird also eine Verbindung mit der AHS, also dem zweiten Schultyp auf dieser Schulstufe, gemacht. Warum machen wir das? Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Zum Beispiel entspricht ein genügend im Leistungsniveau Standard AHS einem gut im Leistungsniveau Standard. Nach der Mittelschule können die Schüler und Schülerinnen auf verschiedene Schultypen wechseln. Auf welche genau, das kann auch auf die Noten und die Leistungen ankommen. Okay, das war die Mittelschule. Und wie sieht es jetzt mit der AHS, also der allgemeinbildenden höheren Schule aus? Nati. Die AHS ist eine 8-jährige Schule, die aber in 2 Etappen unterteilt wird. Die ersten 4 Jahre werden Unterstufe genannt, wie wir vorher schon erwähnt haben. Die Aufnahme in die 1. Klasse einer AHS setzt voraus, dass die 4. Klasse Volksschule positiv abgeschlossen wurde und dass in den Fächern Deutsch, Lesen, Schreiben und Mathematik entweder eine gute oder eine sehr gute Leistung erbracht wurde. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, in eine AHS-Unterstufe zu kommen, zum Beispiel eine Aufnahmeprüfung zu machen. Nach der Unterstufe in einer AHS können die Schülerinnen und Schüler entweder in diesem Schultyp bleiben und weitere 4 Jahre in eine AHS gehen, oder Sie können auch nach der Unterstufe den Schultyp wechseln. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Ah ja, und vielleicht habt ihr schon einmal den Begriff Gymnasium gehört. Wir verwenden Gymnasium sehr oft als Synonym für AHS. Um genau zu sein, ist ein Gymnasium aber eigentlich eine Form einer AHS. Und zwar jene, die besonders auf sprachliche, geisteswissenschaftliche und humanistische Themen Wert legt. Daneben gibt es dann zum Beispiel das Realgymnasium, das den Fokus auf naturwissenschaftlichen und mathematischen Inhalten hat. Daneben gibt es das wirtschaftskundliche Realgymnasium, das sich besonders auf ökonomische, also wirtschaftliche und lebenskundliche, also praxisbezogene Inhalte konzentriert. Und wie auch bei den Mittelschulen gibt es auch hier Sonderformen, die spezielle Schwerpunkte wie zum Beispiel Sport haben. Oder auch eine AHS für sprachliche Minderheiten wie zum Beispiel Slowenisch, Kroatisch oder Ungarisch. Was beide Schultypen gemeinsam haben, ist, dass hier im Gegensatz zur Volksschule jedes Fach von einer anderen Person unterrichtet wird. Aber es gibt auch hier eine Person, eine Lehrperson, die sozusagen verantwortlich für eine Klasse ist und diese Klasse auch die ganzen 4 Jahre in der Unterstufe begleitet. Diese Person wird dann der Klassenvorstand oder die Klassenvorständin genannt. Wie auch in der Volksschule bleiben die Schülerinnen und Schüler in derselben Klasse und es ist die Lehrperson, die die Klasse wechselt. Die Schülerinnen und Schüler wechseln nur für bestimmte Fächer den Klassenraum, wie zum Beispiel für Informatik, wo Computer gebraucht werden, oder auch für Chemie, wo man ein Labor für Experimente braucht. Apropos Fächer, in der Sekundarstufe 1 gibt es viel mehr Fächer als in der Volksschule und auch viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt es mehr Sprachen. Nach Englisch sind hier bei uns in Österreich Französisch, Spanisch und Italienisch sehr häufig gelernte Sprachen. Oder es gibt auch Fächer wie Geografie, Geschichte, Chemie und Physik und nicht mehr nur ein
Fach, das die Naturwissenschaften zusammenzählt. Und interessant ist auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Österreich ab der Sekundarstufe 1 2 Fächer studieren müssen an der Universität. Sie unterrichten also auch 2 Fächer und nicht wie in manchen anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, nur ein Fach. Das heißt, eine Lehrperson kann zum Beispiel Englisch und Geschichte unterrichten. Puh, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Noch einmal zusammengefasst. In der Sekundarstufe 1, die wir in diesem Video besprochen haben, gibt es grundsätzlich die Möglichkeit der AHS-Unterstufe und der Mittelschule. Beide Schultypen dauern 4 Jahre. Bei der AHS-Unterstufe kann es aber spezielle oder strengere Aufnahmebedingungen geben. Und für beide Schultypen gibt es auch wieder Sonderformen, die sich auf spezielle Themen konzentrieren, wie zum Beispiel Sport oder Naturwissenschaften. Wir haben euch die wichtigsten Infos zu diesem Video noch einmal schriftlich zusammengefasst. Ihr könnt euch diese Datei ganz kostenlos unten in der Videobeschreibung herunterladen. Und jetzt noch zum Schluss eine interessante Information, die wir euch mitgeben möchten. Viele Lernende stellen sich die Frage, ob man in Österreich eigentlich eine bestimmte Kleidung in den Schulen tragen muss. In Österreich gibt es an öffentlichen Schulen keine Kleidungsvorschriften, das heißt, wir haben keine Schuluniformen. Aber es ist natürlich möglich, dass es in bestimmten Privatschulen Pflicht ist, eine Schuluniform zu tragen. Wir hoffen, diese Informationen waren spannend für euch und vor allem, dass ihr viel lernen konntet. Aber nun zu euch. Wie ist das in eurem Land? Habt ihr auch so etwas Ähnliches wie die Sekundarstufe 1? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen und vor allem schreibt uns auch, wenn ihr noch Fragen zum österreichischen Schulsystem habt. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. So, das war's auch schon wieder von uns für heute und mit unserem heutigen Video. Danke, dass ihr mit uns gemeinsam Deutsch lernt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.